Herzlich willkommen hier in der schönen KMH in Frankfurt. Mein Name ist Chris. Wir haben heute Fußball 2000 zu Gast. Ja, und wir müssen über Unentschieden sprechen. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir es hinter uns haben, aber es scheint nicht so zu sein. Aber große Runde heute. Reich, Christoph Michel, Fischl und Marvin und ich. Ja, wir werden mal gucken, wie wir das einordnen. Es gibt viele, viele Themen, wo man verschiedene Meinungen haben kann. Das scheint in den heutigen Zeiten leider so zu sein. Während ich das hier sage, lasst ihr Likes da, abonniert uns bei WhatsApp und all diese Geschichten, die man da in sozialen Netzwerken so machen kann. Der Mr. Wood und ich gehen jetzt mal einen Schnaps trinken und dann geht's los. Viel Spaß. Fußball 2000, wir sind wieder da, diese Woche am KMH. Meine Güte, das reimte, das war gar nicht der Plan. Aber spielerisch hat sich's nicht ganz so gereimt bei der Frankfurter Eintracht. 1:1, ein Punkt in Mönchengladbach. Und lieber Stefan, ich frage dich sofort, wie ordnest du das Unentschieden ein? Ja, das ist ein klassischer Fall gewesen von, da war mehr drin. Das muss man schon sagen. Ich finde, die erste halbe Stunde mal beiseite gelassen, war das ein ziemlich gutes Auswärtsspiel eigentlich. Auch mit dieser Druckphase in der zweiten Halbzeit. Und da ist aber tatsächlich, habe ich so das Gefühl gehabt, da ist genau das jetzt eingetreten, was mit dem Mamouche-Weggang ein bisschen absehbar war. Da hat so ein bisschen die Zielstrebigkeit gefehlt. Ich finde, wir reden ja nachher noch über Can Uso und der hat das wieder so ein bisschen reingebracht und so. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, da musst du eigentlich noch ein zweites machen. Und auch mit Omar Mamouche hättest du da wahrscheinlich 2:1 gewonnen oder so. Gutes Auswärtsspiel, drittes Unentschieden in der Serie. Es ist ein Ticken zu wenig. Es ist ein Ticken zu wenig, das könnte man auf jeden Fall so meinen. Über Can Uso, du hast eben angedeutet, sprechen wir auf jeden Fall nachher. Lieber Chris, du warst vor Ort, du hast die Augen auf dem Spielfeld gehabt und hast ganz genau gesehen, was bei der Eintracht da so passiert. Und die ersten 30 Minuten ist ja genau das, was Stefan schon angesprochen hat. Da waren wir ein bisschen zu nachlässig. Würdest du trotzdem sagen, dass es in der Gesamtkulmination wirklich mit dem Abgang von Omar Mamouche zu tun hat? Oder wäre dir diese Lösung zu einfach? Das ist mir zu einfach als Erklärung jetzt für das 1:1. Das ist ihm zu einfach, das habe ich mir schon gedacht. Weil Professor Breitseitig. Nein, aber ich verstehe Taktikanalyse. nicht, wie das jetzt das zweite Mal hintereinander passiert gegen Wolfsburg und Gladbach, dass du eine erste Halbzeit oder eine halbe Stunde in dem Fall einfach so hergibst. Also diese erste halbe Stunde war einfach eine Nullenleistung. Und zwar von vorne nach, klar, die Verteidiger machen das dann gut und so, darüber müssen wir gar nicht so reden, aber es hat einfach gar nicht den Anschein gehabt, als wäre die Eintracht in diesem Spiel irgendwo drin gewesen. Also du hast so das Gefühl, Anpfiff und jetzt gucken wir mal eine halbe Stunde, was wird. Ich glaube, es lag auch am System. Ich glaube, in dem Fall war die Dreier-Fünfer-Kette einfach nicht das Richtige. Sie haben ja dann auch umgestellt auf ihre Viererkette, da haben sie das dann auch besser hinbekommen. Man wurde überrascht von dem Neuhaus, glaube ich. Ich glaube, das war eine Personalie, die hat der Eintracht wehgetan. Deshalb die erste halbe Stunde, das ist ein Ärgernis. Das muss auch klar angesprochen werden, weil es sich halt wieder am Wiederholen ist. Und da bekomme ich dann diese Ängste, dass es Rückfälle gibt in Zeiten, die man eher vergessen hat. Weil das erinnert einen dann an diese Vorsaison, wo du immer das Gefühl hattest, eine ganze Phase, eine ganze Halbzeit wird verpennt. Und dann gewinnst du Bundesligaspiele nicht. Und dann kannst du halt, klar, Mamouche, vielleicht hätte er das 2:1 gemacht, hätte Hecki auch fast gemacht mit seinem Pfostenschuss. Alles schön und gut, aber also dieses Unentschieden lag, glaube ich, jetzt nicht nur am Mamouche fehlen. Auch, aber nicht nur. Alles klar, ich finde es trotzdem total spannend, was du sagst, denn du sprichst ja mehrere Punkte an. Also grundsätzlich habe ich auch diese Phantomschmerzen automatisch, dass es mir gleich wieder so geht, dass ich denke, die letzte Saison, die letzte Rückrunde, die hat uns ja durch quälende Unentschieden getragen. Im Endeffekt, wo ich gedacht habe, oh meine Güte. Schneckenrennen. Und trotzdem ist es aber auch so, dass man es vielleicht nicht nur auf Mamouche schieben kann. Denkst du, dass der Positionswechsel oder die Umstellung dann ein bisschen dafür gesorgt hat, dass das Spiel dynamischer wurde? Basti, wie ist dein Take dazu? Boah, ich habe die ähnlichen Ängste wie ihr. Dieses Spiel, man kann sich nicht aufregen, man kann sich aber auch nicht freuen. Und ich finde gesondert, wenn man dieses Spiel einzeln betrachtet, kann dieses Spiel gut stattfinden. Das ist ein ganz normales Spiel. Gladbach ist jetzt auch keine Mannschaft, die sind gut in Form, die sind heimstark auch. Also die sind auf jeden Fall eine Mannschaft, wo du sagst, da kannst du auch schon in Schwierigkeiten geraten, auch mal eine halbe Stunde. Und es ist ein positives Zeichen, wenn du dich dann befreien kannst und dann irgendwie wieder ins Spiel zurückfindest und am Ende wahrscheinlich sogar das Spiel hättest gewinnen können, ohne dass jemand gesagt hätte, das war glücklich. Das Problem sind bei mir die vorangegangenen Spieler. Wenn du die 3 Spiele zusammen betrachtest. Wieder Hoffenheim! Jetzt reg ich mich doch wieder auf! So, ja, nein, wenn du diese 3 Spiele zusammen betrachtest, dann hast du jetzt halt eine Häufung drin, die dann dir ein bisschen Unruhe macht. Ja. So, wie gesagt, alleine könnte ich dieses Spiel ertragen, aber mit den vorangegangenen Spielen hast du halt das Gefühl, gerade wenn man die Ergebnisse auf den anderen Plätzen sieht, dass die Eintracht aktuell in einer Phase ist, wo sie sich neu justieren muss, der Mamouche-Abgang, da müssen sich Sachen neu justieren, das ist alles erklärbar. Ja. Das war ja in der letzten Saison auch übrigens so, dass du diese Phase erklären konntest durch den Muani-Abgang, durch verschiedene Neuzugänge und so weiter. Das Problem ist nur, ich kann es so viel erklären, wie ich will, es ärgert mich trotzdem. Ich gebe es einfach offen zu, ich bin sehr frustriert. Weil Stuttgart hat 2-mal verloren, Spiele, die du nicht einplanen konntest, dass sie die verlieren.
Und du hattest wirklich die Chance, da einen Step zu machen. Jetzt fängt Stuttgart wieder an zu gewinnen. Und jetzt bist du halt in diesem Druck. Und das ist unnötig, weil ich glaube, dass es nicht viel gebraucht hätte, um diesen Bock komplett umzustoßen. Dass es nicht viel gebraucht hätte, selbst ohne Mamouche, hättest du aus diesen 3 Spielen 7 Punkte holen können. Und das Spannende ist ja, dass die Dynamik durchaus auch direkt nach dem Abgang von Mamouche ja da war, als er von der Kurve verabschiedet wurde und jeder gerade ein gutes Gefühl hat. Das war ein super Spiel, was danach gefolgt ist und du hättest eigentlich auf diesem Zug weiterfahren können. Aber dann kamen ein paar Spiele, die durchaus ein bisschen deprimierend waren für mich. Hoffenheim war wieder ein sehr ernüchterndes Spiel, was mir überhaupt nicht gefallen hat. Ganz ehrlich, gerade wenn man jetzt sieht, genau. was Union Berlin, die gefühlt bis dahin 9 Saisontore hatten, die fressen den 4 Dinger auseinander. Rein. Genau. Und du denkst dir so, ach ja. Und warum das ist schon ärgerlich, weil das war mit so ein schwaches Spiel, wo ich dann echt gedacht habe, Rom dann natürlich auch, aber das war so eine Phase, wo ich gedacht habe, meine Güte, das muss gar nicht sein, weil die so schlecht sind. Und jetzt war das ja spielerisch trotzdem, müssen wir auch die Kirche im Dorf lassen, ja trotzdem wieder eine andere Nummer gegen Gladbach. Ja, absolut. Also das Hoffenheim-Ding irgendwie, das ist halt unfassbar ärgerlich. In der 96. Minute darfst du das niemals verlieren. Und wenn das am Ende der Punkt ist, der diesen absolut unnötigen Verein in der Bundesliga hält, dann springe ich vor den nächsten Bus, wirklich. Ja. Davon mal abgesehen, finde ich schon, wie gesagt, ich finde, das war eigentlich ein solides Auswärtsspiel. Gerade wenn wir auch darüber reden, dass das jetzt nicht irgendwie ein angeschlagener Club ist, Gladbach, sondern ein Verein, der irgendwie heimstark ist, der eigentlich irgendwie, keine Ahnung, relativ viele Spiele in der letzten Phase gewonnen hatte. Und da dann quasi trotzdem über weite Teile, wie gesagt, so in der zweiten Halbzeit vor allem so einen Druck zu erzeugen, das fand ich schon aller Ehren wert. Ich finde schon halt, man merkt, da fehlt halt vorne jetzt ein bisschen der Punch. Ja. Ich glaube, dass zum Beispiel so Mamouche eine dieser 3 Chancen, die Can Uzun hatte, auf jeden Fall irgendwo reingenagelt hätte. Ich glaube auch, dass es vielleicht nicht die allerbeste Idee war, den Batshuayi direkt spielen zu lassen, weil der halt, keine Ahnung, 2-mal mit der Mannschaft trainiert hat. Also warum nicht direkt Uzun? Ich finde, es war ein anderes Spiel, als der auf dem Platz war. Und da hättest du selber so ein bisschen für mehr Punch sorgen können. Und dann hättest du das Ding gewonnen, da bin ich mir relativ sicher. Trotzdem finde ich, mich frustriert es auch, gar keine Frage. Und das ist ein Unentschieden zu viel jetzt gewesen, vielleicht sogar 2 in den letzten 3 Spielen und du hast diese Chance vergeben, aber es ist auch noch nichts verloren. Also du stehst immer noch oben drin und du hast jetzt 2 Leute dazu bekommen, die tatsächlich noch mal ein bisschen wahrscheinlich brauchen werden, um reinzuwachsen, aber wer weiß, ob es schnell geht oder nicht. Und dann hast du wieder eine sehr, sehr starke Offensive und dann gewinnst du so ein Spiel auch. Ich merke schon, was das ist doch genau das, was einen jetzt so unruhig macht. Man kann jetzt nicht sagen, boah, wir müssen durch diese Phase, das ist eine Krise oder so, sondern es ist genau diese Phase, wo du eben nicht weißt, was bedeutet das. Wir haben vor der Sendung kurz gesprochen. Am Ende kann es sein, dass du an diese Spiele nach der Saison denkst und denkst, da haben wir es liegen lassen. Oder, dass du sagst, Gott sei Dank sind wir in diese Transitionsphase mit 3 Punkten gekommen, weil jetzt läuft alles. Also es steht halt noch nicht fest. Das ist eine Ungewissheit, die musst du aushalten. Das kann ich nicht aushalten. Das ist zwar richtig, aber trotzdem müssen wir beispielsweise auch dazu nehmen, dass beispielsweise auch ein Krösche gesagt hat, der ja auch selber unzufrieden ist. Ja, hat er selber gesagt, es sind 4 Punkte zu wenig. Er war sehr deutlich danach in seiner Analyse. Er hat die halbe Stunde bemängelt. Markus Krösche scheut da ja sich auch nicht vor klaren Worten und hat dann, das war schon überraschend, dass er gesagt hat, 4 Punkte zu wenig. Also ich hätte jetzt zum Beispiel gedacht, er sagt zum Beispiel 2 Punkte zu wenig, weil du vielleicht mal sagst, Gladbach und Wolfsburg, kannst du auch mal mit 2 Remis leben. Aber dass er sagt, 4 Punkte zu wenig, fand ich überraschend, fand ich ja gut in der Deutlichkeit. Und eine Sache zeigt sich da oben, ein Schneckenrennen. Wie man das letztes Jahr um den 6. Platz hatte, den gibt es da oben nicht. Die Luft da oben ist dermaßen dünn. Ja. Und wenn du selbst diese Patzer, die dir Leipzig und Stuttgart gegeben haben, halt eben nicht verwertest, dann wird die Luft da oben dünn. Und dann bist du jetzt schon am Sonntag eventuell um 17:30 Uhr in der Scheißsituation, dass Leipzig in Augsburg gewonnen hat, der VfB sein Heimspiel, ich weiß jetzt gerade gar nicht, gegen wen es ist. Ich glaube Wolfsburg. Also unangenehmes Heimspiel, aber das können die gewinnen. Und dann bist du auf einer Punktgleich und dich trennt nur noch das bessere Torverhältnis. Ja. Also damit meine ich einfach nur da oben jetzt anzufangen, das Schneckenrennen und immer nur zu gucken, hoffentlich verlieren die anderen auch. Das ist im Rennen um eine Top-4-Platzierung nicht möglich. Finde ich einen guten Punkt. Lass mal ganz kurz. Leute, schreibt immer in die Kommentare, was ihr denkt, was euer Take dazu ist. Ist das wirklich ein Schneckenrennen oder ist es tatsächlich vielleicht was sie ja durchaus auch angedeutet hat, ist es vielleicht sogar eher ein Gewinn, dass wir mit 3 Punkten rausgegangen sind und kein Spiel verloren haben, im Gegensatz zu anderen. Was ich noch ganz kurz als Kontext mitgeben will, du hast es angesprochen, es wird eher kein Schneckenrennen. Wir sind 3 Punkte entfernt von Leipzig, 4 Punkte, da kommt dann der VfB schon und du scharst auch schon mit den Hufen und wolltest mir deine Sicht der Dinge erläutern. Genau, also ich bin auch relativ entspannt. Ich finde das natürlich auch frustrierend. Das war ein unnötiger Unterschied, aber ich bin relativ entspannt und das hat einen Grund. Und zwar sehe ich, dass die Mannschaft die Tools hat für diese Phase und auch für so eine Steigerung. Und das war für mich jetzt so ein bisschen der Fehler, wenn man das so sagen kann, in Gladbach, den Dino Topmöller vielleicht gemacht hat, nämlich nicht von Anfang an auf Can Uzun zu setzen, sondern auf Batshuayi. Ich finde Can Uzun, da reden wir jetzt auch gleich nochmal drüber,
Der hat sich extrem gemacht. Ich merke kaum, dass du das die ganze Zeit so loslässt. Aber das Ding, ich finde, die Entscheidung war halt falsch. Ich kann das schon verstehen, weil Batshuayi natürlich Erfahrung hat und Ball halten kann und so weiter und so fort. Aber Can Uzun, finde ich, hat sich in den letzten Wochen echt extrem angeboten. Der kommt immer rein und macht immer irgendwie Halligalli. Und das ist auch jetzt, als er wieder reinkam, 3 Chancen sofort gehabt. Da kann er natürlich mehr daraus machen, aber trotzdem, der sucht das, was vielen anderen vorne manchmal ein bisschen fehlt, nämlich diese Zielstrebigkeit direkt zum Tor. Finde ich, die hat der. Und das ist ein super wichtiges Element, gerade wenn wir darüber reden, dass Omar Mamouche nicht mehr da ist. Und deswegen glaube ich, dass du diese Transitionsphase, in der die Eintracht jetzt ist, mit 2 neuen Stürmern, relativ smooth eigentlich bewältigen könntest, indem du Can Uzun erstmal den Vorzug gibst. Finde ich total wichtig, was du sagst, denn es zeigt natürlich, wir haben ja letzte Woche im Transfer beim Redline Day viel darüber gesprochen und die Eintracht hat ja, das muss man ja ganz klar sagen, alles getan, was möglich war. Es wurde noch ein Stürmer geholt, auch wenn das nach der Sendezeit passiert ist, liebe Leute. Aber wir denken uns neue Dinge aus und keine Angst, ihr kommt uns nicht davon, liebe Leute. Schaut euch das auf jeden Fall nochmal an. Wir werden es doch schaffen, dass wir einen Eintracht-Transfer live auf der Sendung sind. Das wäre nicht auf alternativen Kanälen, heimlich. Ich sage euch mal eins, die Dinge sind schon im Fluss. Nächstes Mal vermelden wir einfach. Aber ganz ehrlich, Ja, genau. aber über alles, was ihr sprecht, so diese kleinen Diskussionen, ich würde gerne was Allgemeineres mit euch besprechen. Du hast diese Aussagen von Krösche angesprochen. Ich muss sagen, ich habe da ein bisschen gezuckt, als ich das gehört habe. Why? Weil ich so ein bisschen Flashbacks hatte zu dieser Winterpause, als Oliver Glasner auch auf einem guten 4. Platz, glaube ich, stand und dann gesagt wurde, wir müssen das halten und dann wurde aber im Winter nichts getan. So, ich glaube, dass das Konfliktpotenzial hat, diese Aussage. Weil im Endeffekt ist Markus Krösche derjenige, der das sagt, gleichzeitig derjenige, der dem Trainer, der damit arbeitet, der sich was aufgebaut hat, wieder das wichtigste Puzzlestück rausreißt. Und jetzt setzt er ihn damit indirekt unter Druck, obwohl er selber dazu beiträgt, dass es halt so ist. Und er muss das selber mit einplanen. Und noch was Zweites, wo ich Dino Topmeller eigentlich so was zugutehalten will, dass Dino Topmeller so eine gute Hinrunde spielt. Die Eintracht gehört qua ihres Kaders nicht auf Platz 3. Und wenn wir jetzt nämlich sagen, du sagst, das Rennen um Top 4, das klingt so, als wenn die Eintracht das erreichen müsste. Ich glaube, man muss mal festhalten, dass das was Besonderes wäre. Und dass das ärgerlich ist, dass wir uns auf einem hohen Niveau bewegen, wo man sagt, es ist ärgerlich in diesem Mikrokosmos Sensationssaison. Sondern wenn die Eintracht, sagen wir mal, die Eintracht fällt noch auf Platz 5 oder 6, dann ist alles normal. Und Dino Topmeller ist, was das betrifft, auch ein bisschen Opfer seiner guten Tat, dass er so gut performt hat, dass er einfach so viele Punkte hat, dass er einfach immer noch so viele Punkte hat. Und ich glaube, dass da jetzt so ein Konflikt entsteht, weil am Ende ist das, was jetzt passiert, absolut erklärbar. Du reißt den besten Stürmer raus, 34 Scorerpunkte. Dann brauchst du dich nicht wundern, wenn der weg ist und 2 neue, die beide noch nicht mit der Mannschaft trainieren. Keine Vorbereitung. Dass das nicht sofort funktioniert, da können wir uns doch nicht hinstellen und sagen, ach du liebe Zeit. Wie kann Aber das ich würde da ganz gerne widersprechen, wenn wir jetzt beim ersten Punkt zumindest, also Markus Krösche hat jetzt vor kurzem erst gesagt, das Ziel bleibt europäisch zu spielen, er hat nicht gesagt, Genau. er hat nicht gesagt Champions League und ich finde das eigentlich gut, dass er sich hinstellt und sagt, ey, das sind 4 Punkte so wenig, weil ich finde, damit hält er den Druck hoch und nimmt die Leute in die Pflicht, sagen, ey, okay, alles klar, der Mamouche ist jetzt weg und so, aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen für dich oder für dich oder für dich, vielleicht den nächsten Step zu machen. Und wir kommen alle aus dieser Bruchhagen-Ära, wo du quasi jedes 0:0 dankbar angenommen hast irgendwie, ne? Und dann hat sich danach Herbert Bruchhagen gestellt und gesagt, ja, die Liga ist zementiert und so. Ich finde das geil, dass da jemand ist, der sagt, ey, das sind 4 Punkte so wenig, wir wollen hier mehr. Und ich finde es total wichtig, dass du das illustrierst, denn das ist genau der Punkt. Er hat ja nicht gesagt, wir wollen den Champions League Platz haben, aber trotzdem ist es so, dass es auch andere Spieler gibt, die einen Haufen Geld gekostet haben und vielleicht jetzt mal das nächste Leistungsniveau erreichen müssen. Also dementsprechend sehe ich das auch ein bisschen differenzierter. Wie ist deine Betrachtungsweise? Nee, da bin ich auch beim Stefan, weil man muss ja auch einfach eine Sache sagen. Dieser Eintracht-Kader kostet inzwischen halt auch nun mal, die Etat-Tabelle ist die wahre Tabelle, nenne ich sie immer. Und da ist die Eintracht inzwischen halt nun mal Top 5, Top 4 Bereich mit drin, egal was sie nach außen kommunizieren. Das war jetzt auch ein Markus Krösche und die Winterneuzugänge, wie auch immer, klar, die zünden nicht von heute auf morgen. Waren trotzdem nochmal 30 Millionen Paket, das insgesamt halt trotzdem fließen kann. Und die Gegner hießen nun mal, dass die Eintracht inzwischen auch nach Hoffenheim fährt mit dem Anspruch, 3 Punkte holen zu wollen, ein Heimspiel gegen Wolfsburg gewinnen zu wollen. Ja. Also das sehe ich jetzt nicht als ein Druck aufgebaut, dass man eine Champions League unbedingt erreichen will, sondern einfach als den Anspruch, dass man als Eintracht Frankfurt inzwischen sagt, aus diesen Spielen möchte man gerne 6 statt 2 Punkte holen. Ja. Dass du 1 Punkt in Gladbach holst, da sind wir uns einig, das ist in sich betrachtet okay.
aber ich verstehe Markus Krösche, dass er irgendwie sagt, da war doch mehr drin und das halt auch zum Ausdruck bringt und nicht sagt, wir klatschen jetzt in die Hände, dass wir 3 Punkte aus diesen 3 Spielen geholt haben. Das ist ja auch übrigens so ein bisschen dieser aber Anspruch. Ein schmaler Grat. Ja, ich kann es nachvollziehen. Frau Maischberger, da würde ich gleich gerne widersprechen. Ja, keine Angst. Aber ich finde trotzdem, was du sagst, total wichtig. Denn es ist ja natürlich eine gestiegene Erwartungshaltung auf der einen Seite. Das kann ich nachvollziehen. Aber da steckt auch mehr Geld dahinter. Und das ist tatsächlich natürlich so, wenn wir das rückbetrachten, auch vor 5 Jahren oder so, müssen wir uns denken, okay, was ist denn jetzt hier los? Aber natürlich hat sich alles weiterentwickelt. Und dass du auch wirklich nochmal im Winter nachgebessert hast, sagt zumindest für mich, ja, wir wollen weiter auf diesem Niveau bleiben. Basti will widersprechen und ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Ja, ich glaube, dass wir trotzdem ein bisschen unterschätzen, wie schwierig die Situation für Dino Topmöller ist, seit er hier ist, von Tag 1 an. Von Tag 1 an. Du hast quasi eine komplette Halbserie unter Schwierigkeiten bestreiten müssen, als ihm Mawani weggerissen wird und ohne Ersatz war. Dann kriegt er im Winter 5 Neuzugänge, von denen keiner wirklich fit war. Und dann kriegt er es trotzdem alles zum Laufen. Er macht aus diesem Mamouche, der eigentlich nicht vorgesehen war für diese Position, macht er einen Stürmer, der jetzt für 80 Millionen Euro geht. Dann kriegt er den mitten, das ist ja noch schlimmer, nicht vor der Saison, mitten in der Saison wird er rausgerissen. Und jetzt kommen wieder Spieler, wo wir sagen, ja, die werden uns auf Sicht helfen. Aber wenn ich sage, die helfen mir auf Sicht und ich investiere das Geld auf Sicht für Langfristigkeit, dann kann ich trotzdem damit in der Gegenwart erklären, dass die Dinge nicht so laufen, wie sie laufen, weil du wichtige Puzzleteile draus gerissen hast. Also und ich finde es ein bisschen gefährlich zu sagen, ja, da ist jetzt auch viel Geld drin. Leute, da ist auch viel Geld drin, was Dino Topmöller selber entstehen lassen hat. Das stimmt. Diese 8. Omar Mamouche war kein Spieler, den wir für 50 Millionen Euro geholt haben, sondern haben wir umsonst geholt. Und Dino Topmöller hat diesen Marktwert kreiert. Ja. So, das ist kein Marktwert, der irgendwie entstanden ist, weil das war eh schon klar, so wie Leipzig das vielleicht macht, mit 30 Millionen. Du meinst kein Diamond in the Rough eigentlich? Nein, das ist auch, es steht auch nicht auf der Straße. So, das ist bei Leipzig, hast du so, die kaufen einen Perspektivspieler für 20 Millionen, oh Überraschung, der ist 50 wert. Wow, sensationell. Nein, das ist im Endeffekt, da sind Marktwerte entstanden und da sind Spiele auch entstanden, gerade mit Collins und Brown auch. Diese Marktwerte, die sind nicht entstanden auf der Bank, sondern die sind auf dem Platz entstanden. Ja. Und ich warne davor einfach zu sagen, dass man jetzt zu eine hohe Erwartung hat, weil das wird sich alles, die Eintracht fängt, was die Offensive betrifft, eigentlich, weil Can Uzun in der Hinrunde auch keine Einsatzzeiten bekommen hat, was auch, da können wir gleich gesondert drüber nochmal sprechen über ihn, weil da bin ich eher bei euch. Die Eintracht setzt sich jetzt offensiv komplett neu zusammen, der Abwehrchef fehlt, so, dann hast du wieder 1,5 Baustellen, wo du quasi, in den Spielen wirst du das jetzt regeln müssen. Und das wird, ich warne davor, das wird leider wird das dauern. Es kann sein, dass dieser Sturm erst in 4, 5 Spielen, da kann es schon zu spät sein, in seiner Prime ist. Ich möchte auch wieder widersprechen. Also du hast schon nicht Unrecht, wenn du sagst, das ist natürlich ein Scheiß für den Trainer, wenn da ständig die besten Spieler rausgepickt werden. Ne, mit, das ist auch für Fans scheiße. Ja, mit Koulibaly und jetzt Mamouche und so weiter. Auf der anderen Seite ist, wenn ein Trainer bei der Eintracht anfängt, relativ klar, dass genau das der Weg ist des Vereins. Das heißt, du lässt dich darauf ein und du sagst, du holst lass mich doch mal einmal kurz ausreden. Lass mich einmal kurz ausreden. So, und du hast, wenn du sagst, du holst Leute, die helfen erst auf Sicht, die hast du ja im letzten Sommer auch schon geholt, die helfen dann jetzt auf sich. Jetzt ist ein Ekitike, das war der letztes Jahr nicht, aber jetzt ist der Ekitike auf dem Weg, 20 Bundesliga-Saison-Tore zu machen. Jetzt hast du einen Can Uzun nach einem halben Jahr Anlaufzeit auf einem Weg, dass er eine Hilfe sein kann für die Startelf und so weiter. Also es ist ja nicht so, dass du quasi immer nur Leute holst, die dann sofort funktionieren. Natürlich brauchen die ein halbes Jahr, vielleicht auch mitunter ein Jahr oder so, aber das Jahr ist ja schon wieder ein Jahr her. Und jetzt sind die am Start. Und das wird bei einem Wahi genauso sein. Batshuayi glaube ich, dass der ein paar Wochen braucht und eine Hilfe sein kann und so. Also du hast ja Leute, die da in diese Rollen eben wieder reinwachsen. Das ist ja das, was diesen Weg von Eintracht Frankfurt gerade so außergewöhnlich macht, dass das in so Phasen, wie wir jetzt gerade haben, dazu führen kann, dass du zu wenig Punkte holst, ist klar, aber ich sehe nicht, wo irgendwie kommuniziert wird oder wo irgendwo ein Druck aufgebaut wird, von wegen, ihr müsst in die Champions League oder dies oder das oder so, sondern ich glaube, dass das zwischen Markus Krösche und Dino Topmöller relativ klar gezogen ist, wie die Entwicklung von diesem Verein auszusehen hat, was das Saisonziel ist. Trotzdem gibt es ja natürlich mehrere Realitäten und was Basti sagt, hat ja genau den Punkt, auch es stimmt ja, dass Dino Topmöller maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass einige Spieler ein Leistungsniveau erreicht haben, was man davor nie gesehen hätte. Absolut, und das ist ja auch, das ist auch was, wo Dino Topmöller sich auf den Rest seiner Karriere darauf berufen wird können. Ja, klar. Dass der bei einem Verein trainiert hat, wo er Leute wirklich aus dem quasi nichts
in eine Kategorie internationale Klasse hieft. Und da ist ja, du siehst ja bei super vielen anderen Spielern ebenfalls eine Entwicklung, die außergewöhnlich ist. Ja. Also Nene Brown, Hugo Larsson, wer auch immer. Collins, ey, das sind alles Leute, die hast du gar nicht richtig auf dem Zettel, die haben quasi nichts gekostet und Dino Topmöller macht aus denen irgendwie 50 Millionen Transfers potenziell so, ne? Ja, das wollte ich jetzt auch und ich denke, dass auch deswegen, der ist halt genau deswegen auch in dieser Konstellation, weil der eben diese Qualität mitbringt, Spieler eben zu verbessern, die dann eben einen Marktgewinn erwirtschaften können für die Eintracht. Das ist, glaube ich, relativ klar. Und ich glaube nicht, dass der zu Hause sitzt und sich die ganze Zeit irgendwie ärgert, dass Mamouche jetzt weg ist. Natürlich ist das irgendwie kurz ärgerlich und so und vielleicht auch einen Tag oder zwei oder so, aber dann weiß er, okay, mein Job ist hier, dann den nächsten geil zu machen. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich verstehe jetzt auch gar nicht, dass wir hier so eine, also deine Topmöller Verteidigungsrede, weil ich finde, es geht hier gar nicht in dem Sinne auf einmal, ja, es wirkt hier so, als wären wir jetzt irgendwie so ein bisschen die Bösen, die gerade hier da auch Topmöller zu krass in die Pflicht nehmen wollen und so. Dass Dino Topmöller jetzt diese Saison eine Riesenarbeit bei der Eintracht leistet. Achtelfinale Euroleague, 3. Platz Bundesliga, da gibt es gar keine Fragen. DFB-Pokal, naja. Bei dem Club kann man leider auch mal verlieren, auch wenn man nicht sollte. Nein, was man damit einfach nur sagen muss, Dino Topmöller leistet eine richtig gute Arbeit und wie er es auch richtig sagt, Mamouche, weil so viele sagen, ja, jetzt wurde der Weltklassemann rausgerissen. Ja, weil er ihn dahin entwickelt hat. Und ich finde, das muss man schon sagen, das macht Dino Topmöller hervorragend, das wird er auch diesmal hervorragend machen. Nur trotzdem, und da will ich jetzt mal personifiziert endlich mal auf deine Personalie bevor wir zu Usum kommen, will ich noch einen Einwurf machen, wie ich das meine. Weil du hast gerade gesagt, wenn ich zum Verein wie die Eintracht komme, dann muss ich das einplanen. Glaube ich, aber über die Situation, über die ich gesprochen habe, nicht. Natürlich muss ich als Topmöller wissen, dass zum Beispiel ein Hugo Larsson im Sommer für 50, 60 Millionen Euro wechselt, ich das vielleicht im März schon weiß und dann irgendwie einen Ersatz im Sommer habe und dann geht's halt weiter. Also du kannst als Dino Topmöller nicht überrascht sein, wenn dir nach der Saison die besten Spieler weggerohrt werden. Aber die Situation mit Mamouche und Muani, die kannst du trotzdem nicht einplanen, weil der eine geht eine halbe Stunde, nachdem das Transferfenster zu ist und der andere wird dir mitten in der Saison rausgerissen. Ich glaube nicht, dass das Situationen sind, wo man sagen kann, das ist ein ganz normaler Alltag bei einem Verein wie der Eintracht, sondern das ist für einen neuen Trainer, sind das zwei Extremsituationen in den ersten beiden Saisons. Ja, die sind sicherlich frustrierender als ein normaler Transfergang. Aber trotzdem im Großen und Ganzen, glaube ich, weiß der schon natürlich, wir sind hier irgendwie, wir müssen Spieler besser machen und dann teuer verkaufen. Natürlich weiß er das. Dass das ätzend ist in dem Moment, wenn Mamouche oder wenn Kolo Muani um 23 Uhr noch wechselt oder so, gar keine Frage. So, und das meinte ich. Und ich will einfach nur sagen, dass wenn man jetzt diese Situation betrachtet und wir reden über gewisse Dellen, dass die schon erklärbar sind. Und dass das dass Dino Topmöller nicht mit normalen Dingen umgehen musste, sondern mit zwei Extremsituationen, was seinen jeweils besten Stürmer betrifft. Wollen wir uns wieder vertragen? Nein. Basti, am Ende ist es halt, Leute, am Ende ist es halt aber auch so, ich glaube, das müssen wir leider genauso sehen, wie es ist. Auch wenn ihr jetzt hier eure Spielchen macht, im Endeffekt ist die Eintracht ein Ausbildungsverein plus. Und das ist halt genau der Punkt. Die Eintracht ist ein Ausbildungsverein plus für die Spitzenclubs mittlerweile. Und es ist natürlich so, dass ehrlich gesagt, haben wir alle diese Entwicklung von Mamouche so nicht erwartet, dass er the one who gets away ist, dass er der Spieler ist, der nochmal ein ganz krasses neues Leistungsniveau erreicht und dann aber auch mitten in der Saison wechselt, was doppelt bitter ist, weil natürlich haben wir aber auch gesehen, dass die Mannschaft oder auch Topmöller das Spiel auf ihn ein bisschen zugeschnitten hat. So. Und das war halt so. Und er war derjenige, der in allen möglichen Situationen Tore machen konnte, dass er jetzt fehlt und dass er natürlich mit diese Della mit begründet, muss man auf jeden Fall mit reinbringen, ist tatsächlich so. Aber bevor wir jetzt zum großen Thema Can Usum kommen, will ich jetzt von Basti noch, dass er noch mal ein paar Like-Aufrufe macht. Erst dann reden wir weiter. Welches Team gehören denn unsere User? Sind das Team Basti oder Team Rest? Ich bin sehr gespannt. Lass mal ein Like da, dass ich nach 2 Stunden Schlaf hier bin. Glückwunsch an die Philadelphia Eagles übrigens. Das war sehr, sehr beeindruckend. Die Eagles. Vielleicht kann die Eintracht sich was von der Dominanz abschauen, dann wird es in den nächsten Wochen. Was sollte ich jetzt sagen? Ach so, wegen Can Usum. Ja, also jetzt. Stage is yours. Lasst ein Like da. Ja, eigentlich, manchmal sind die Like-Aufrufe für dynamischer, aber heute reicht es nur für sowas nach 2 Stunden Arbeit, liebe Leute. Wir haben es gesehen, Can Usum, auf jeden Fall ein Spieler, der nach seiner Einwechslung weitaus dynamischer war als Michy Batshuayi. Hat 3 Torchancen direkt aufs Tor gemacht, einen daneben geschossen. Und da stellt sich natürlich die Frage, lieber Chris, hätten wir Can Usum nicht lieber von Anfang an bringen sollen? Weil er ist ja jemand, der ist im Saft, der kennt sich bei der Eintracht schon aus. Was ist da los? Und ist es vielleicht so, dass Dino Topmöller da gerade ein paar Fehler macht? Ich habe es ja schon bei Redline Day anklingen lassen, dass ich bei all dem Ruf nach Stürmern total Angst habe, was die Weiterentwicklung von dem Can Usum angeht. Ich muss sagen,
wenn man einem Spieler viele Knüppel zwischen die Beine werfen kann, dann passiert das gerade bei Can Uzun, wo ich finde... Das ist aber eine relativ starke Aussage im Endeffekt. Schreibt ihr mal in die Kommentare, ob ihr das genauso seht. Wo ich einfach sage, irgendwie... Ich verstehe das nicht so ganz, wo Dino Topmöller mit dem Jungen gerade hin will. Das ging schon im Dezember, wo ein paar Sachen waren, die ich nicht verstanden habe. Das ging jetzt im Januar weiter und das setzt sich jetzt irgendwie nahtlos fort. Also der spielt gegen Wolfsburg als Joker eine Riesenpartie. Also dreht das ganze Spiel um, macht den Gladbach dann als Joker so weiter. Ich kann das nicht nachvollziehen wie Dino Topmöller und ich kann viele Entscheidungen von ihm immer nachvollziehen. Aber nach 2 Trainingseinheiten das System ändern, sich dann wundern, dass keine Exit-Bälle von den Spielern gespielt werden, weil ein völlig anderes Puzzleteilchen auf einmal reingeworfen wird, aus dem Nichts. Und du musst bei Can Uzun, du kannst Can Uzun nicht behandeln wie jeden anderen Spieler. Da musst du auch mit gewissen Belohnungssystemen, du musst den vielleicht ein bisschen mehr streicheln. Natürlich hat es vielleicht auch den Trainer angekotzt, dass er da gesagt hat, ich will mehr spielen und so, und diesen Anspruch kann alles sein. Aber der Junge liefert jetzt schon mehr ab, als dass er nicht abliefert. Und ich war überrascht dass die Startausstellung ohne Can Uzun drin war. Und ich hätte mir, auch wenn er mit Doppelspitze spielt, trotzdem gewünscht, dass ein Can Uzun irgendwo in diesem Geflecht seinen Platz findet. Aber du sprichst es schon an, du lancierst es schon und dann frage ich dich natürlich, hättest du ihn eher wirklich da oben gesehen oder durchaus im offensiven Mittelfeld? Ich hätte ihn mir auch eingebaut im Mittelfeld vorstellen können. Ich hätte ihn mir aber auch, wo ich eigentlich die Position schlechthin für ihn sehe, halb links hängende Spitze in dem Bereich, weil man sieht es ja im Spiel gegen Gladbach, wie der Abschlüsse sucht. Und das waren ja alles mit seinem schwachen Fuß 2 Abschlüsse, also der kann beidfüßig schießen. Sein Standard war geil, den Ekitike noch drüber köpft und alles. Also was der für einen Impact gehabt hat. Der hatte 28 Ballkontakte in 34 Minuten. Ja. Und wenn er mal die Heatmap sieht, und wenn er auch mal die Heatmap sieht, ich kann auch also eine Sache kann ich auch nicht mehr hören, dieses gegen den Ball gearbeitet. Du machst aus Can Uzun du holst dich Can Uzun, um aus denen einen Kämpfenden gegen den Ball Drecksackarbeiter zu machen. Es ärgert mich ganz einfach, wenn ich dessen Berichten lese, er muss gegen den Ball. Der hat 60% seiner Zweikämpfe gewonnen am Samstag und er hat auch 6 Stück geführt. Also der hat wirklich Zweikämpfe gewonnen. Der war überall auf dem Feld unterwegs. Und dann höre ich danach immer wieder, ja, aber das gegen den Ball gearbeitet. Nein, natürlich, es gibt ein gewisses Maß. Ich finde, das erfüllt er jetzt momentan. Vielleicht nicht über 90 Minuten gesehen, aber über einen großen Teil. Der bringt so viel Genie, Spielwitz und Torgefahr mit. Unberechenbarkeit auch. Unberechenbarkeit. Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Und dann wird es nur so dosiert eingesetzt. Ja. 600 Minuten, 6 Scorerpunkte plus das Ding gegen Dortmund davor erstochert. Ja. Das ist eine Personalie, wo ich einfach sagen muss, da macht man sich unnötig gerade mit der Ausstellung am Samstag ein Fass auf und ein Unruheding, weil das ist natürlich ein Thema. Und ich merke, es brodelt in dir und offenbar in dir auch ein wenig. Verdammt nochmal, es brodelt. Ja, und das ist natürlich aber die Frage. Ich glaube, was oft damit begründet wird, ist, dass man ihn halt nicht direkt als Stürmer sieht, sondern eher im Offensiv- und Mittelfeld. Aber Basti oder Chris oder Stefan am besten. Naja, so ein bisschen ähnlich. Genau. Ist es denn für dich so, dass du dass diese Personalie, diese Positionsthematik darauf einwirken kann, oder würdest du normalerweise sagen, das kann nicht der Grund sein? Ich finde, du kannst ihn überall vorne hinstellen, das ist das Ding. Also ich sehe den auch als hängende Spitze, aber du kannst ihn auch ganz vorne reinstellen, finde ich, in der Doppelspitze. Du kannst ihn auch auf die 8, auf die 10 ziehen. Das ist irrelevant, finde ich. Weil der so krasse Stärken hat im letzten Drittel. Ja. Der hat schon jetzt ein bisschen gebraucht und so, und ich finde, sehe das ein bisschen anders. Du musst in der Bundesliga gegen den Ball arbeiten, gut gegen den Ball arbeiten. Und wenn du den da auf ein Level bekommst, wo das okay ist, finde ich, musst du den jetzt spielen lassen, weil der in seinen Kurzeinsätzen jetzt in den Einwechslungen so einen krassen Impact hatte auf das Spiel und so zielstrebig ist auch, was anderen echt immer mal abgeht. Wenn ich sehe, ich bin großer Ekitike-Fan und so, aber wenn ich sehe, wie oft der dann mit der Hacke oder so, und dann macht er nochmal einen Schläger. Gut, aber ist auch ein anderer Spielertyp. Ist auch in Ordnung, so. Aber Can Uzun, finde ich, bringt ein Element mit rein, was da vorne fehlt. Nämlich zack, Ball nehmen, das Ding war das gegen Budapest, das war exemplarisch. Ballgewinn, einmal vorgelegt, patsch. Abgeschlossen aus 20 Metern so. Ne? Und jetzt hast du es wieder gesehen gegen Gladbach. Ballgewinn oder irgendwie Doppelpass oder so, und dann hat der freien Schuss und dann macht er das auch. Und ich finde tatsächlich, das ist ein außergewöhnlicher Fußballer. Ich finde, du kannst sehen, was das für ein Talent ist. Ich habe den in der 2. Liga bei Nürnberg schon gesehen und dachte so, wow, was ist das für ein Spieler, was der da mit den Gegnern gemacht hat irgendwie im letzten Drittel. Und ich finde, der hat sich jetzt akklimatisiert und der ist jetzt reif und das macht mehr Sinn,
als jetzt den Batshuayi die ganze Zeit von Anfang an spielen zu lassen, nur weil der eventuell erfahren ist oder so, den kannst du auch immer noch reinwerfen. Ja, aber der Usun braucht jetzt Minuten. Vielleicht ist es tatsächlich auch bei Batshuayi einfach so gewesen. Ich will jetzt Can Usun Magic. Ich merke schon. Soll Aber das? vielleicht ist es bei Batshuayi einfach auch so gewesen, darf man auch nicht vernachlässigen, dass er so früh eigentlich noch in diesem Team ist und das vielleicht für ihn wirklich zu früh war. Aber Basti, findest du denn Gründe, warum Usun nicht spielen sollte? Bist du vielleicht so ein bisschen der Gegenpol dazu? Ja, und ich zwar, habe heute bitte? das Gefühl, ich muss heute gegen Ja, euch nein, beide ist doch okay. sprechen. Man soll doch mal- Kleines TV-Duell heute Elefantenrunde. zwischen uns. Also bei deinen Mir fehlen bei der Usun-Diskussion die elementaren Diskussionen, die elementare Informationen, um mir eine abschließende Meinung zu bilden. Weil die Hauptfrage ist ja, warum spielt er nicht? Ja. So, und du hast es angesprochen, ich lese das auch immer, aber so wirklich verbrieft ist das ja auch nicht. So, dass das nur mit dem Anlaufverhalten zu tun hat. Ich könnte es mir aber vorstellen, weil du hast im Gegensatz dann, du hast einen Ansgar Knauf, der jedes Spiel 100% gibt, der wahrscheinlich einer der besten defensiven Offensivspieler in der ganzen Bundesliga ist. Also jetzt Offensivqualitäten ausgeblendet, aber das Defensivverhalten von Ansgar Knauf. Was soll das jetzt bedeuten? Und der Arbeitsethos von Ansgar Knauf, ich glaube, den darf man nicht unterschätzen. Ja. Und ich glaube, dass du gerade als Trainer, und bei Dino Topmöller habe ich auch das Gefühl, dass der eher so erstmal an gewissen Stellen auf Nummer sicher gehen will. Ja. Also ich glaube, Dino Topmöller ist jemand, der will eine gewisse Basis haben und dann let's go. Und wenn du dann Can Usun vielleicht reinhaust, nimmst du vielleicht eine gewisse Instabilität in Kauf, weil du hast richtig gesagt, in der Bundesliga ist mittlerweile so, dass jede scheiß Mannschaft, wahrscheinlich sogar in der zweiten Liga, das schafft irgendwie im Konstrukt zu verschieben. Und sobald da irgendwelche Disbalancen drin sind, das schnell bestraft werden könnte. Ich kann mir schon vorstellen, dass Topmöller da Bauchschmerzen hat. Und was auch dazu gehören könnte, weil das war bei mir so, ich habe auch so Bock auf den, weil das ist ein besonderer Spieler. Da musst du einen ausstecken, dann kann er den Ball reinhauen. Der ist derjenige, der am ehesten Mamouche ersetzen könnte, weil er dieses Tor, was Mamouche gegen Gladbach geschossen hat, wo er einen auswackelt da im Hinspiel, das ist der einzige, glaube ich, dem ich zutrauen würde, das 1:1 genauso zu machen. So einfach einen ausschnicken, klack, klack, nur mit der Hüfte in den Winkel klatschen. Aber was auch zu weit gehört, es gab ja die Startelf-Einsätze von Can Usun. Und da muss ich sagen, bei den Startelf-Einsätzen war es jetzt nicht so, dass ich dachte, oh geil. So, da muss man sagen, okay, wenn du eingewechselt wirst, pam, 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 Baller, Mauler. Aber die Startelf-Einsätze, die er hatte, ich glaube, er ist 4-5 Mal von Anfang an gespielt oder so. Und er zweimal in der Bundesliga, im Europapokal noch zweimal. Ja. Da war es jetzt nicht so, dass ich dachte, boah, geil. So, und dann komme ich wieder an den Punkt, wo ich denke, okay, wenn ich mir sein Alter angucke, dann werde ich erstmal depressiv, weil ich mir denke, Alter, was ist denn das für ein Jahrgang, Alter, so, wo du denkst, ach scheiße. Und dann muss man sagen, er ist 19 Jahre alt, aber am Ende, und da gebe ich dir recht, die Diskussion hatten wir ganz zu Beginn der Saison schon, dass du halt jemanden geholt hast, der zu Eintracht gekommen ist, statt nach Leverkusen, um mehr zu spielen. Das heißt, wenn wir dann diese Einwechselmomente von ihm haben, dann wirst du zwangsweise, und da gebe ich dir recht, Christopher, du wirst Diskussionen haben, warum der nicht spielt, weil er selber auch den Anspruch hat, weil sein Umfeld den Anspruch hat. Und dann wirst du die Diskussion, und die werden entstehen, weil wir trotzdem, das hast du auch vorhin gesagt, als wir beim Redline darüber gesprochen haben, wir haben trotzdem 2 Stürmer geholt. Und wenn du die dann auch nicht spielen lässt, dann werden auch Diskussionen entstehen. Ich bin sehr gespannt, wie das gelöst wird. Mein Vorschlag wäre, 2 Stürmer, Usun dahinter und dann den Rest bastelst du irgendwie zusammen. Ja, und das wird sich eventuell auch wieder so ein bisschen ausschleichen, weil du im März ja wieder Europacup hast, dann hast du ein paar Spiele mehr wieder. Aber bis dahin musst du das jetzt als Trainer tatsächlich gut moderieren. Also der ist unzufrieden und ich kann das verstehen bei den Kurzeinsätzen, ich wäre auch unzufrieden. Also erstmal nochmal zu diesem gegen den Ball arbeiten. Ich möchte Usun da nicht von entlassen. Nur ich finde, es ist nicht mehr das Thema, was in den ersten 3 Monaten war. Also wenn ich seinen ersten Startelf-Einsatz sehe, hatte ich zum Beispiel gleich total verstanden, warum auch ein Dino Topmöller da klar auf die Bremse getreten hat. Ich finde, da hat er einfach so erhebliche Fortschritte gemacht. Weil ich einfach nur sagen will, ist, du wirst halt aus ihm, glaube ich, nie diesen Ansgar Knauf-Arbeiter machen. Ja. Das wird er halt einfach nicht, weil damit würdest du dann auch die Usun-Momente, glaube ich, verhindern, die wir für die wir den geholt haben. Ich glaube auch, man muss bei ihm ja auch eine Sache wissen. Der kommt in eine Startelf, wie gegen Hoffenheim, spielt da nicht gut und ist halt der Erste, der gleich wieder vom Laster kippt. Ja. Und Dino Topmöller sagt es auch oft, Vertrauen und Rhythmus sind so was ganz Wichtiges für Spieler. Und ich glaube einfach, du musst ihm irgendwann mal auch mal so ein Vertrauen geben und ihm auch mal zeigen, pass auf, auch wenn du heute mal nicht in der Startelf gleich deinen besten Tag hast, du bist nicht der Erste, der gleich wieder aus der ersten Elf fällt. Aber es ist schwierig. Ich will auch gar nicht sagen, dass das ein einfaches Ding ist. Basti sagt ja auch, wenn die 2 Stürmer nicht spielen und Usun und das klappt nicht, sagen alle, warum haben die nicht gespielt? Das erfordert jetzt noch 3 Wochen viel Fingerspitzengefühl und mal gucken, wie lange wir die Doppelbelastung dann noch haben bei der Eintracht. Das kann ja auch schnell vorbei sein und dann hast du bis Mai diese Dauerdiskussion. Mir macht nur Sorge, wenn das so weitergeht, auch mit dieser Unzufriedenheit, mit dieser Mäkelei,
dass daraus nicht das erhoffte 5-Jahres-Projekt wird. Und das macht mir Sorge. Ja, verstehe ich. Nee, lass mich jetzt mal. Ist okay jetzt. Aber ich finde, man muss jetzt differenzieren. Denn ich kann jetzt auch nicht aufstellen in der Sorge, dass irgendwie ein Berater unzufrieden ist, weil Uso nicht die Einsatzzeit bekommt. Das ist mir in dem Moment auch scheißegal. Der wichtige Punkt, den ich hier sehe, ist, dass du auf der einen Seite es hinbekommen musst, dass du diese Uso-Momente hinbekommst, die er aber, und das ist ein wichtiger Punkt, den Basti angesprochen hat, eher in Einwechslungssituationen hat und nicht als Startelf. Das kann damit zusammenhängen, was du richtig sagst, dass er vielleicht einen anderen Druck spürt, wenn er als Starter am Start ist und mehr das Gefühl hat, scheiße, ich muss mehr performen. Und wenn er reinkommt, dann ist seine Wuseligkeit gerade in so einem relativ statischen Spiel wie gegen Gladbach halt das belebende Element, wo wir dann alle sagen, geil, der muss von Anfang an spielen. Aber das ist genau die Situation, die du jetzt austarieren musst, und vielleicht ist es auch einfach so, dass wir Dino Topmöller da erstmal dieses Vertrauen geben müssen, weil er seine Jungs am besten kennt. Basti. So, und das ist genau das wollte ich gerade sagen, was du sagst. Das ist nämlich genau der entscheidende Punkt. A, hat Topmöller sich all mein Vertrauen erarbeitet, um das abschließend zu beurteilen, müsste ich viel näher dran sein. Das heißt, viel ist auch Spekulation. Ja. So, ich weiß nicht, was die miteinander besprechen. Nein, ich weiß nicht, welche speziellen Anweisungen er vielleicht im Spiel XY dann nicht befolgt hat. Ich weiß nicht, wie sein Auftreten ist. Ich weiß auch nicht, welche erzieherische Maßnahme es vielleicht ist, weil ganz im Ernst, das soll auch Usun selber nicht vergessen. Das ist sein erstes Bundesliga-Jahr, der Typ ist 19 Jahre alt und der braucht auch, ganz ehrlich, wenn er die Resilienz nicht hat, weil er kommt ja rein, so wenn er die Resilienz nicht hat, diesen Widerstand, den er jetzt scheinbar spürt, dass der Trainer, vielleicht will ihn auch kitzeln und sagen, ey, du musst das durchhalten, wenn du ein wirklicher Bundesligaspieler werden willst und du jetzt hier an dem Punkt schon beleidigt bist und aufgibst, dann hast du vielleicht an gewissen Stellen vielleicht auch gar nicht die Fähigkeiten, sondern das ist, ganz ehrlich, das ist ja als für einen 19-Jährigen, ist das keine absolut unaushaltbare Position, wie mit ihm mitgespielt wird. Da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen, zu sagen, oh Gott, wie behandelt die Eintracht Can Usun. Ich hoffe einfach, dass man da in irgendeiner Art und Weise zusammenfindet, weil am Ende ist Dino Topmöller, glaube ich, auch nicht so dumm und lässt den auch aus irgendwelchen merkwürdigen Gründen auf der Bank. Gleichzeitig, wie Christopher und ich hatten das im Sommer schon, gleichzeitig verstehe ich diese Angst, die da ist, über Unruhe, weil die wird im Endeffekt entstehen. Aber auch das ist auch keine unlösbare Aufgabe, die den Verein Eintracht Frankfurt in seinen Grundfesten erschüttern wird, wenn er nicht spielt. Aber trotzdem wird es wahrscheinlich die spannende Diskussion der nächsten Wochen, was auch eine geile Diskussion ist. Weil am Ende hätte es auch sein können, dass wir nach dem Redline Day dastehen und denken, ja gut, wen lassen wir denn jetzt da spielen? Also Matanovic muss jetzt schon mal kommen. Ja genau, oder was ist denn eigentlich mit, kann man den in den Gang haben, nicht zurückholen? Das ist im Endeffekt auch eine geile Situation, weil am Ende haben wir in den nächsten Wochen viele, viele Möglichkeiten. Und mir ist es eigentlich ehrlich gesagt egal, ob Wahi, Batshuayi oder Usun sich jetzt durchsetzen, neben Etikett zu spielen. Hauptsache die Eintracht gewinnt. Hauptsache irgendeiner von denen macht's gut und schießt Tore. Stefan? Ja, ich sag nur, also ich glaube, diese Usun-Sache wird sich erledigen in den nächsten Wochen und zwar wegen seinen Leistungen. Weil er sich verletzt. Nochmal. Ich glaube nämlich, dass tatsächlich, man hat jetzt explizit in diesen beiden Einsätzen gesehen, gegen Wolfsburg und gegen Gladbach, wie gut er ist und sein kann. Das war davor nicht so, aber wie gesagt, das erstes halbe Jahr in der Bundesliga und das war ein bisschen wackelig und auch Startelf hat gegen Hoffenheim zum Beispiel nicht so gut funktioniert. Trotzdem, Tendenz ist aufsteigend und der ist jetzt sauer, weil er nicht spielt, aber ich glaube, der wird in den nächsten Wochen viel spielen, weil er eben auch jetzt gerade, wenn das nächste Spiel ist, glaube ich, gegen Kiel. Oder? Ja. Irre ich mich? Genau. Ja, am Sonntag gegen Kiel. Genau. Und dann hast du einen tiefstehenden Gegner, da wirst du jemanden brauchen. Nicht so wie Batshuayi, der vielleicht dazu da ist, die Bälle zu halten, sondern einen, der dazu da ist, was mit dem Ball zu machen. Und ich bin mir relativ sicher, dass Can Usun, wenn er sich jetzt nicht total doof anstellt in der Trainingswoche, dass der dann halt in der Startelf steht. Sonntag kann ein dankbares Spiel werden, auf jeden Fall gegen Kiel. Und da will ich für dich noch mal ganz kurz fragen, wie ist die Perspektive mit Wahi? Denn der hat ja zumindest jetzt in dem Testspiel schon mal ein wenig gescored. Was können wir von ihm jetzt perspektivisch erwarten? Weil kommt der vielleicht nicht auch langsamer? Na gut, er hat jetzt gegen Gladbach ja mit Nachspielzeit so 10, 12 Minuten gehabt. Das zu bewerten, kann ich jetzt, man hat so einen ersten Eindruck. Fast einfach ein Fallrückzieher. Ja, genau. Ich bin auch aufgesprungen. Nein, also man hat mal man hat ihn mal das erste Mal aufgaloppieren sehen. Dann würde ich jetzt mal sagen, gegen Kiel, wenn er jetzt 10 Minuten bekommt, plus Testspiel, plus Trainingswoche, ist er zumindest schon mal eine Option für Einwechslung, vielleicht nach 60 Minuten, vielleicht auch schon nach 45 Can Usun Minuten. nach 3 Toren so vom Platz geht. Aber ich glaube, der Junge kann Spaß machen, wenn der seine PS auf die Gasse bekommt. Kommt ja auch aus seinen 35 bis 36 km/h. Schneller Spieler.
Dann Auf den freue ich mich jetzt einfach mal, aber jetzt nach dem Gladbach-Spiel will ich da jetzt weder positiv noch negativ irgendwas über ihn sagen. wir bleiben gespannt. Wir bleiben auch gespannt, wie sieht es mit der Eintracht aus? Wer könnte der Europacup-Gegner sein? Sagt mir einfach mal ganz frech eure Tipps, wen ihr euch wünschen lasst. Bukarest. Bukarest ist es bei mir tatsächlich auch. Ich weiß nicht, ob wir alle heile wieder zurückkommen, aber es wäre auf jeden Fall eine sehr spannende Partie. Und ich nehme Ajax. Er nimmt Ajax, also das ist vielleicht auch nicht verkehrt. Liebe Leute, schreibt es in die Kommentare und wir sehen uns nächste Woche. Ciao, ciao. Liebe Leute, das war die Folge für heute. Schön war's. Bevor ihr jetzt an die Schnapsbar geht und euch betrinkt, weil es schon wieder vorbei ist, klickt lieber hier herein. Verbringt den Abend besser, indem ihr die Highlights nochmal schaut von der glorreichen Eintracht bei Borussia Mönchengladbach 1:1. Von uns kommentiert. Viel Spaß dabei.